Hallo, liebe Anti-Aging-Enthusiasten, schön, dass du eingeschaltet hast. Bevor wir starten, welchen konkreten Nutzen liefert dieses Video über Lutein und Zeaxanthin? Erstens, reiner Anti-Aging-Fokus. Zweitens, nur Humandaten an Gesunden zählen als Anti-Aging-Beleg. Drittens, Aufklärung und Verbraucherschutz statt Werbe- und Verkaufslogik. Und viertens, präzise Einordnung der Effektstärke. Nach einem kurzen Steckbrief klären wir schon die Leitfrage dieser Analyse. Wie wirksam sind die Carotinoide als Nahrungsergänzung im Anti-Aging-Kontext gemäß seriösen Studien an gesunden Erwachsenen? Erstens Steckbrief. Lutein und Zeaxanthin sind gelb-orange Pflanzenfarbstoffe aus der Gruppe der Carotinoide. Im Körper sammeln sich die sekundären Pflanzenstoffe besonders im Auge an. Über die Ernährung nehmen wir beide Stoffe vor allem über Gemüse und andere pflanzliche Lebensmittel meist nur im niedrigen einstelligen Milligrammbereich auf. Als Supplement werden sie gezielt oral zugeführt, in der Regel als Kapsel oder Softgel. Häufig kombiniert, weil beide im Auge gemeinsam vorkommen. Die meisten Lutein- und Zeaxanthin-Supplemente werden aus Blütenextrakten der Studentenblume hergestellt. Für Longevity werden beide Phytochemikalien häufig mit Aussagen wie Erhalt der Sehkraft im Alter, Schutz vor Bildschirm- und Blaulichtstress oder Unterstützung der Augengesundheit beworben. Teilweise ist sogar von Schutz vor altersbedingtem Sehverlust oder jungen Augen bis ins hohe Alter die Rede. In Humanstudien liegen typische Dosierungen oftmals im Bereich von etwa 10 Milligramm Lutein pro Tag plus 2 Milligramm Zeaxanthin. Je nach Studie wurden auch niedrigere oder höhere Mengen eingesetzt, teils über mehrere Monate bis hin zu längeren Zeiträumen. Und damit zur Schlüsselfrage dieses Videos. Für welche Anti-Aging-relevanten Bereiche existieren zu den zwei Carotinoiden beim gesunden Erwachsenen überhaupt verwertbare Humanstudien und wo endet die Datenlage bislang? Kommen wir zum Herzstück dieses Videos, dem Forschungsstand zweitens. Die folgenden 3 zitierten Quellen beziehen sich auf den Forschungsstand der letzten 16 Jahre. 2.1 Sehfunktionen. Erstens Kernquelle. Ein Forschungsteam aus Singapur um Wiley Hu untersuchte 2024 in einer systematischen Übersichtsarbeit mit Meta-Analyse, ob Lutein und Zeaxanthin als orale Supplemente die Makulapigmentdichte erhöhen und ob sich dadurch funktionelle Sehparameter verändern. Die Makulapigmentdichte beschreibt übrigens die Konzentration von Carotinoiden in der Makula, also dem Netzhautzentrum für unser schärfstes Sehen. Zweitens Studienrahmen. Einbezogen wurden 60 randomisierte kontrollierte Studien. Die untersuchten Dosierungen lagen überwiegend zwischen 2 und 20 Milligramm pro Tag für Lutein, Zeaxanthin oder deren Kombination. Die Einnahmedauer reichte von 6 Wochen bis zu 208 Wochen. Drittens, Befunde bei weitgehend Gesunden. Unter Supplementation steigt die Makulapigmentdichte reproduzierbar an. Die Effektgrößen bewegen sich insgesamt im kleinen bis moderaten Bereich, rund 1 bis 40%, abhängig von Dosierung und Kombination. Funktionell betreffen die Verbesserungen vor allem 2 Bereiche. Das Kontrastsehen verbessert sich messbar, rund 1 bis 9%, insbesondere bei niedrigen räumlichen Frequenzen. Und die Zeit, bis das Sehen nach starker Lichtbelastung wiederhergestellt ist, verkürzt sich unter der Kombination aus Lutein und Zeaxanthin ebenfalls in ähnlicher Größenordnung. Die Sehschärfe im klassischen Sinne bleibt dagegen unverändert.
Viertens, Einordnung im Anti-Aging. Mit zunehmendem Alter nehmen vor allem zwei Sehfunktionen typischerweise ab: die Kontrastwahrnehmung und die Fähigkeit des Auges, sich nach Blendung rasch zu erholen. Genau diese beiden Eigenschaften werden durch die zwei Pflanzenfarbstoffe messbar unterstützt. Im Anti-Aging-Kontext spricht dies für eine kleine funktionell relevante Abmilderung altersüblicher Seheinbußen. Wenn du dich fragst, was mit Kontrastwahrnehmung gemeint ist, dann schau dir dieses Beispielfoto an. Links sind Kanten und Details klarer voneinander getrennt. Rechts wirken sie unschärfer und verschwommener. Wer im linken Bild Kanten und Details originalgetreu erkennt, verfügt über eine gute visuelle Kontrastwahrnehmung. 2.2 Entzündung Inflammaging. Erstens, Kernquelle. Ein iranisches Forschungsteam um Ernährungswissenschaftlerin Hajizadeh Sharafabat untersuchte 2022 in einer systematischen Übersichtsarbeit mit Meta-Analyse, ob Carotinoin-Supplemente, darunter auch Lutein und Zeaxanthin, die Entzündungswerte im Blut beeinflussen. Zweitens, Studienrahmen. Einbezogen wurden 26 randomisierte kontrollierte Studien mit insgesamt 1481 Teilnehmenden. Die Supplementierungsdauer reichte je nach Studie von 1 bis zu 12 Monaten. Für Lutein bzw. die Kombination aus Lutein und Zeaxanthin bewegten sich die Tagesdosen typischerweise im Bereich von etwa 8 bis 20 Milligramm. Drittens, Befunde bei Gesunden und Erwachsenen mit leichten Stoffwechselrisiken. Für Lutein und Zeaxanthin ergab sich insgesamt eine moderate Senkung des C-reaktiven Proteins CRP, rund 10 bis 40%. Andere untersuchte Entzündungswerte, darunter Interleukin 6 und Tumornekrosefaktor Alpha, veränderten sich hingegen nicht verlässlich. Viertens, Einordnung im Anti-Aging. Mit zunehmendem Alter tritt bei vielen Menschen häufiger eine dauerhafte, niedriggradige Entzündungsbelastung auf. Dieser Begleitprozess wird als Inflammaging bezeichnet. Eine mittelstarke Senkung von CRP ist in diesem Zusammenhang bedeutsam, weil CRP ein zentraler Blutwert für Entzündungsaktivität im Körper ist. Ein kompletter entzündungshemmender Effekt über mehrere dazugehörige Messwerte hinweg ergibt sich daraus jedoch nicht. Für Anti-Aging lässt sich das Duo insgesamt als sinnvoller Beitrag zur Entzündungsentlastung einordnen. 2.3 Gedächtnis und Kognition. Erstens, Kernquelle. Ein japanisches Forschungsteam um Psychologe Professor Nucci wertete 2020 randomisierte Studien dazu aus, ob Lutein und Zeaxanthin als orale Supplemente kognitive Funktionen bei gesunden Erwachsenen beeinflussen. Zweitens, Studienrahmen. Eingeschlossen wurden 7 randomisierte Studien mit insgesamt 429 Teilnehmenden. 5 davon untersuchten Lutein-basierte Supplemente, teils kombiniert mit Zeaxanthin. Typisch waren 10 Milligramm Lutein plus 2 Milligramm Zeaxanthin täglich. Die Studiendauer lag insgesamt zwischen 8 Wochen und 12 Monaten. Drittens, Befunde bei Gesunden. Leichte Verbesserungen traten nur in einzelnen Teilbereichen auf. Zum einen beim Erinnern visueller Inhalte, etwa beim Wiedererkennen zuvor gezeigter Bilder. Zum anderen bei Aufgaben, in denen störende Reize unterdrückt werden mussten, also bei der Fähigkeit, impulsive Fehlreaktionen zu vermeiden. Diese Effekte traten insgesamt jedoch nicht durchgängig auf, blieben klein und entsprechen größenmäßig einem messbaren Bereich von etwa 1 bis 9%.
Viele andere kognitive Funktionen blieben unverändert. Darunter verbales Gedächtnis, Arbeitsgedächtnis, logisches Denken, Aufmerksamkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit. Zusammengefasst ergibt sich kein stabiler, breiter kognitiver Nutzen, sondern allenfalls ein kleiner Vorteil in einzelnen Teiltests. Viertens, Einordnung im Anti-Aging. Wenn wesentliche kognitive Funktionen unverändert bleiben, reichen 2 punktuelle positive Signale nicht aus, um daraus einen gesicherten kognitiven Nutzen im Anti-Aging für gesunde Erwachsene abzuleiten. Und damit sind wir auch schon bei drittens, dem Fazit angelangt. Wenn man die Befunde mit 3 Kurzfazits zusammenfasst, dann ergibt sich folgende Übersicht. Entsprechen diese Ergebnisse nun lebenslangen Adleraugen oder ähnlichen Werbeversprechen? Schön wäre es, aber davon kann keine Rede sein, wenn die Sehschärfe unverändert bleibt. Die leichte bis mittlere Abmilderung altersüblicher Seheinbußen und chronischer Entzündungslast besitzt allerdings gerade für Menschen ab 50 mehr Relevanz. Wer hier also zusätzlichen Alltagssupport sucht, kann durchaus über ein Kombi-Supplement mit beiden Wirkstoffen, die sich im Auge ideal ergänzen, nachdenken. Grünes Blattgemüse liefert alternativ zwar vergleichbar große Mengen an Lutein, aber der Zeaxanthinanteil könnte trotz ausgewogener Kost stärker schwanken. Für direkte Messgrößen der biologischen Alterung, etwa epigenetische Uhren zur Abschätzung des biologischen Alters, Telomerlänge oder Gebrechlichkeitsindizes, fehlt es im März 2026 an ausreichend Humandaten für eine verlässliche positive oder negative Einordnung beider Carotinoide. Zur Verträglichkeit: Beide sekundären Pflanzenstoffe wurden in den ausgewerteten Humanstudien in den üblichen Mengen überwiegend gut toleriert. Schwerwiegende Nebenwirkungen wurden nicht berichtet. Im Rahmen meines ABC-Schemas ordne ich die 2 Xanthophylle, Lutein und Zeaxanthin daher in Kategorie C ein. Solide Humanevidenz bei gesunden Erwachsenen, vor allem hinsichtlich der Relevanz für Anti-Aging. Demzufolge findest du das dazugehörige Merkblatt für einen möglichen Selbsttest wie immer in der Videobeschreibung. Was ich abschließend noch loswerden möchte: Ich weiß, Resultate wie diese wirken oft unspektakulär. Das ist die Kehrseite seriöser Analyse. Viele Kanäle übertreiben Wirkungen aus Verkaufsinteressen und behandeln schwache Indizien wie direkte Belege. Ungerechtfertigten Hype wird es daher auf diesem Kanal nicht geben. Stattdessen erhältst du nüchterne, quellenbasierte Reviews wie dieses und alle vorherigen. Sofern dir also diese Art von Verbraucherschutz gefällt, dann unterstütze meine bislang ehrenamtliche Arbeit gerne mit Like und Abo. Dadurch sorgst du nämlich für weitere regelmäßige Realitätschecks hier bei YouTube. Vielen lieben Dank im Vorab. Fragen beantworte ich gerne in den Kommentaren. In diesem Sinne, let's get younger, not older. Mille grazie fürs entgegengebrachte Vertrauen und Zuschauen. Bis zum nächsten Video, meine Lieben.